Wie schreibst du so, dass deine Zielgruppe dich versteht? Egal, ob du an einer Seminararbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Dissertation arbeitest. Dein Text sollte ja nicht nur inhaltlich stark sein, sondern auch klar und präzise formuliert. Denn was nützt die beste Forschung, wenn sie niemand nachvollziehen kann? In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, wie du für deine Zielgruppe verständlich schreibst und deine Argumente auf den Punkt bringst. Mein erster Tipp: Vermeide Fachjargon, wo es nicht notwendig ist. Denn Klarheit steht an erster Stelle. Wissenschaftliche Texte haben oft den Ruf, kompliziert und schwer verständlich zu sein. Das liegt meist daran, dass zu viel Fachjargon verwendet wird, der für Außenstehende schwer zu durchschauen ist. Doch je klarer und verständlicher du schreibst, desto besser wird deine Arbeit aufgenommen. Verwende Fachbegriffe nur dann, wenn sie wirklich notwendig sind und es keine einfacheren Alternativen gibt. Wenn du spezifische Begriffe verwendest, erkläre sie kurz und gib deinem Leser die nötigen Informationen, um folgen zu können. Denke immer daran, dass du nicht nur für Experten schreibst, sondern auch für Leser, die mit deinem Thema vielleicht nicht so vertraut sind. Vergiss auch nicht, die Quellen für deine Infos anzugeben. Klarheit ist der Schlüssel. Ein präzise formulierter Text mit verständlichen Begriffen sorgt dafür, dass deine Argumente besser aufgenommen werden. Es geht darum, deine Forschung zugänglich zu machen und nicht nur darum, möglichst kompliziert zu klingen. Mein zweiter Tipp: Nutze kurze Sätze und klare Strukturen, um deine Argumente zu verdeutlichen. Lange, verschachtelte Sätze sind oft schwer zu verstehen und verwirren den Leser. Wenn du deine Gedanken in kurze, prägnante Sätze fasst, wird dein Text nicht nur verständlicher, sondern auch überzeugender. Achte auf die Satzlänge und trenne komplexe Gedanken in mehrere Sätze auf. Beginne jeden neuen Gedanken in einem neuen Satz und nutze Absätze, um deine Argumentationen klarer zu gliedern. Überschriften und Zwischenüberschriften helfen zusätzlich, den Text zu strukturieren und deinem Leser einen roten Faden zu bieten. Klare Strukturen erleichtern es dem Leser, deinen Argumenten zu folgen. Eine gut durchdachte Gliederung führt durch den Text und zeigt, wie die einzelnen Teile zusammenhängen. So bleibt der Text übersichtlich und deine Argumente kommen besser zur Geltung. Mein dritter Tipp: Lies deine Texte aus der Sicht eines Lesers, der das Thema nicht kennt. Es ist eine große Herausforderung, sich beim Schreiben von der eigenen Expertenrolle zu lösen und die Perspektive eines unbeteiligten Lesers einzunehmen. Doch genau das ist wichtig, um die Verständlichkeit deines Textes zu überprüfen. Nachdem du einen Abschnitt geschrieben hast, stelle dir vor, du liest diesen zum ersten Mal. Ist alles klar und nachvollziehbar? Fehlen Erklärungen, die für Außenstehende wichtig wären? Auch das laute Lesen des Textes kann helfen, Stellen zu identifizieren, die holprig klingen oder schwer zu verstehen sind. Wenn du merkst, dass du beim Lesen ins Stocken gerätst oder bestimmte Passagen nicht sofort klar sind, überarbeite diese Stellen. Versuche, komplizierte Formulierungen durch einfachere zu ersetzen und verwirrende Strukturen aufzubrechen. Diese Perspektivenwechsel helfen dir, deinen Text aus der Sicht deiner Zielgruppe zu sehen und ihn verständlicher zu gestalten. Mein vierter Tipp: Hole dir Feedback von Kommilitonen, um die Verständlichkeit zu testen. Es ist oft schwer, die eigenen Texte objektiv zu beurteilen, weil man selbst zu tief im Thema steckt. Ein unvoreingenommener Blick von außen hilft dir, Schwachstellen im Text zu erkennen, die du selbst vielleicht übersehen hast. Bitte Kommilitonen, deinen Text zu lesen und dir ehrliches Feedback zur Verständlichkeit zu geben. Wo hatten sie Schwierigkeiten, dir zu folgen? Welche Begriffe oder Argumente waren unklar? Nimm das Feedback an und nutze es, um deinen Text zu verbessern. Ein frischer Blick kann dir wertvolle Hinweise geben, wie du deine Arbeit noch leserfreundlicher gestalten kannst. Besonders hilfreich ist es, jemanden zu bitten, der nicht direkt aus deinem Fachgebiet kommt. Wenn es dieser Person gelingt, den Text zu verstehen, hast du einen guten Job gemacht. So stellst du sicher, dass deine Argumente nicht nur für Experten, sondern auch für ein breiteres Publikum zugänglich sind.
Kommen wir zum letzten Tipp. Nutze Beispiele, um komplexe Sachverhalte greifbarer zu machen. Abstrakte Theorien und komplizierte Daten sind oft schwer zu fassen. Beispiele und konkrete Vergleiche helfen, diese Inhalte anschaulicher zu machen und die Verständlichkeit deines Textes zu erhöhen. Wann immer du einen komplizierten Sachverhalt erklärst, überlege, ob du ein Beispiel einbauen kannst, das das Gesagte veranschaulicht. Das kann eine einfache Analogie oder ein praktischer Anwendungsfall sein, der das Thema auf den Punkt bringt. Ein gutes Beispiel macht abstrakte Inhalte greifbar und lässt den Leser leichter nachvollziehen, was du meinst. Auch Diagramme, Grafiken und Tabellen können als visuelle Beispiele dienen und helfen, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen. Setze sie gezielt ein, um das geschriebene Wort zu unterstützen und seinem Leser eine weitere Ebene der Verständlichkeit zu bieten. Soweit meine 5 Tipps, um für deine Zielgruppe verständlich und präzise zu schreiben. Ein klarer und gut strukturierter Text ist der Schlüssel, damit deine Forschung auch wirklich ankommt. Vermeide unnötigen Fachjargon. Nutze kurze Sätze und klare Beispiele und denke immer an die Perspektive deiner Leser. So wird es dir gelingen, deine wissenschaftlichen Erkenntnisse überzeugend und verständlich zu vermitteln. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen nach oben, ein Like und abonniere den Kanal, um keine weiteren Tipps zu verpassen. Viel Erfolg beim Schreiben und bis zum nächsten Mal.